Moin, mein Name ist Marc, das ist Dad's Barbecue, That's Barbecue. Und heute zeige ich euch eine meiner Soßen, die ich in der Kindheit geliebt habe. Und da ich heutzutage eigentlich sehr selten bis gar nicht mehr Soßen kaufe, außer natürlich die Standardsoßen wie Ketchup, Senf und Sojasauce und was man sonst so braucht, um vernünftige Soßen zuzubereiten, mache ich die inzwischen selber. Ihr müsst euch das vorstellen, als ich jung war, da gab es nicht so viele Ketchup-Sorten, wir hatten gar keine Barbecue-Soßen aus Amerika. Es ist nicht so, man stand vor dem Regal und musste lange überlegen, was man nimmt. Man hat das genommen, was man immer nimmt. Und das war entweder Kraft-Ketchup oder halt Heinz-Ketchup oder halt ein heller Ketchup. Und irgendwann kam Knorr dazu. Und Knorr brachte dann auch solche Sachen wie eine Knoblauchsoße auf den Markt. Und diese Knoblauchsoße hat alles nochmal verfeinert. Und gerade richtig geil war, kalte Nudeln vom Vortag, Ketchup drauf, Knoblauchsoße und Parmesan. Das mache ich natürlich heute gar nicht mehr. Heutzutage esse ich vernünftige Sachen. Sowas will ich nicht mehr machen, kalte Nudeln vom Vortag essen. Aber die Soße. Immer wenn ich mit jemandem irgendwo kriege, freue ich mich drüber, dass ich sie wieder kriege, weil selber kaufen tue ich sie tatsächlich immer noch nicht wieder. Ich dachte mir so, es wird Zeit, dass wir die mal selber machen, denn die ist gar nicht so schwer. Das Problem bei der Soße ist natürlich die Haltbarkeit. Die hält so 3 bis 4 Tage im Kühlschrank, im sauberen Glas. Wenn ihr statt frischen Knoblauch Knoblauchgranulat nehmt und so wie ich das auch mache, keine frischen Zwiebeln, sondern gefriergetrocknete Zwiebeln, die aufweichen in ein bisschen Wasser, dann hält das sogar 7 bis 10 Tage. Aber ihr seht gleich an den Zutaten, ich mache eine kleine Menge, die hält höchstens 3 bis 4 Tage, dann ist die Soße alle und der Rest, wenn doch noch was über ist, kommt einfach weg. Das ist dann nicht so traurig, denn wir machen das Ganze mit einem Eigelb, das ist also die kleinste Menge, die man machen kann. Klar, wenn ihr gekaufte Mayo nehmen würdet, könntet ihr noch weniger nehmen. Ich mache allerdings immer meine Mayo selber, auch die Soße kaufe ich nicht mehr. Und deswegen gibt es heute die Ein-Eigelb-Variante, die kleinste Menge, die ich machen kann. Das ist auch gar nicht viel Aufwand. Man muss noch ein bisschen köcheln, man darf noch nicht mal kochen. Das darf so ein bisschen köcheln und ja, der Rest ist einfach Zusammenmischen von Zutaten. Und damit fange ich jetzt mal an. So, im ersten Schritt, wie schon gesagt, Mayonnaise oder ich nehme Rapsöl und ein Eigelb. Daraus natürlich erstmal eine Emulsion. Und das kommt zusammen mit Naturjoghurt. Ich habe 3,5%igen genommen. Creme fraiche. Im Topf, da vermenge ich das Ganze jetzt einmal. Sobald das vermengt ist, kommen fast alle Zutaten hinzu. Ich habe hier einmal gefriergetrocknete Zwiebeln, die habe ich dann mit ein bisschen Wasser wieder frisch gemacht. Haben intensiven Geschmack, aber sind leicht süßlich. Das ist immer der Vorteil bei diesen gefriergetrockneten. Dann kommt ein bisschen Zucker hinzu. Auch ein Vorteil, wenn man es selber macht, man hat eine viel kleinere Menge Zucker drin. Dann kommt ein bisschen Branntweinessig hinzu. Dann kommt ein bisschen Senf hinzu. Natürlich Knoblauch, die habe ich gerieben. Ihr könntet aber auch pressen, je nachdem wie ihr möchtet. Auch da die Menge so ein bisschen anpassen, 1 bis 2 Zehen. Ich habe 2 genommen, war noch nicht so groß. Dann kommt Salz hinzu. Ich nehme Selleriesalz, da gibt nochmal so diesen extra Geschmack dazu. Der ist auch in der Original-Knorrsoße mit drin, also rein damit. Und damit das Ganze dann gleich eine schöne Soße wird, habe ich hier noch ein bisschen Stärke. Die habe ich schon mal aufgelöst im Wasser. Die hat sich aber wieder abgesetzt bei dem Dreh. Aber natürlich kommt jetzt auch mit hinzu. Und das sind fast alle Zutaten. Bis auf gehackte Petersilie, die kommt erst nach dem Köcheln hinzu. Und das heißt, wir geben ganz wenig Temperatur nur drauf. Ich mache es mal auf 1, weil die hat echt Wumms, diese Platte. Und dann lassen wir es wirklich nur ein bisschen aufkochen, damit es Temperatur kriegt, damit sich die Stärke verbindet und damit es dann eine wirklich schöne cremige Soße wird. Wow, duften tut schon richtig gut, wie die Originalsoße ist. Der Hammer. So, und jetzt qualmt es schon so ein bisschen. Das heißt, jetzt schon langsam Temperatur. Jetzt müsst ihr aufpassen mit der Temperatur, dass es nicht zu viel wird. Man merkt auch schon, sie wird ein bisschen dickflüssiger. Und das ist ja das, was wir haben wollen. Eine dickflüssige, leckere Knoblauchsoße. Das ist schon wieder zu viel Temperatur. Jetzt nehme ich die Temperatur weg. Sobald ich ein Bläschen habe, rühre noch so ein bisschen ein. Gebe jetzt schon mal Petersilie hinzu. So, das war's. Ich habe mein halbes Glas fertig. Mehr wollte ich gar nicht haben. Ich wollte einfach nur für so ein Essen, für ein bisschen Hähnchen oder sowas, ein bisschen Soße da haben. Und was ich damit esse, das seht ihr später, denn die muss jetzt abkühlen. Die ist ja heiß, und wer ist die schon heiß? Die geht erstmal für 1, 2 Stunden in den Kühlschrank, damit es schön kühl wird. Und dann seht ihr, was ich Leckeres damit esse. Ich freue mich schon drauf. Also, wir sehen uns gleich. Ja, und da ist die Soße. Sie ist schön dickflüssig geworden, so wie ich es mir vorgestellt habe. Wirklich richtig geil. Schön cremig. Ich werde mal ohne alles andere probieren. Wow.
Also schmeckt wie Original. Nur ein Tickchen besser, finde ich sogar. Geil. Richtig geil. Selber machen lohnt sich immer wieder. Aber schmeckte das doch so wie früher auf meinem wunderbaren, leckeren Teller, der wirklich ein bisschen groß ist. Scheiße. Es ist immer noch genauso geil wie früher. Also man hat den Ketchup-Geschmack, man hat den Parmesan dazu, die kalten Nudeln und die Soße ist einfach geil. Schönes Kindheitserlebnis, sage ich euch dazu. Wer es noch nie hatte, sollte es mal probieren. Ansonsten, esst es mit Hähnchen, esst es mit Fleisch, esst es zu Sushi. Esst es, wozu ihr immer lustig seid. Es ist richtig lecker. Oh. Geil. Wenn ihr die Knorrsoße nicht kaufen wollt, wenn ihr was Leckeres haben wollt, was eigenes gemachtes, ohne Konservierungsstoffe, klar hätte ich sagen, aber richtig lecker, macht die. Richtig gut. Der Knoblauch kommt gut durch. Das Selleriesalz gibt noch so einen ordentlichen Kick dazu, einen richtig guten Geschmack. Unglaublich gute Soße, immer noch. Und wenn man sie selber macht, ist es natürlich noch mal eine Nummer geiler. Macht sie nach, probiert sie aus. Ja, das war's. Wenn ihr weitere Soßen haben wollt, habt ihr hier noch ein Rezept. Hier habt ihr ein weiteres Rezept. Hier oben kostenloses Abo abschließen, Glocke aktivieren, verpasst ihr nichts mehr. Habt ihr schon mal verpasst? Die Soße und alles andere bei mir im Blog. Wir sehen uns nächste Woche, wenn es hier heißt That's Barbecue. Bis dann, ciao.